Herzlich willkommen zum Tutorial Mehrere Preistabellen mit unterschiedlichen Währungen erstellen. Ich werde Sie heute Schritt für Schritt durch dieses Tutorial führen. In diesem Tutorial erkläre ich Ihnen, wie Sie mehrere Preistabellen mit unterschiedlichen Währungen mit Hilfe hierarchischer Preistabellen erstellen. Hierarchische Preistabellen kommen immer dann zum Einsatz, wenn Sie für die gleichen Ausprägungen je nach Fall unterschiedliche Preise haben möchten. Ein anschauliches Beispiel wären Sonderpreise für eine bestimmte Kundengruppe oder Währungen. Wir konzentrieren uns auf den Anwendungsfall, bei dem mit Hilfe hierarchischer Preistabellen zwischen verschiedenen Währungen und somit veränderten Preisen unterschieden wird. Stellen Sie sich vor, dass Sie ein beliebiges Produkt in verschiedenen Ländern verkaufen möchten. Für jedes Land haben Sie jedoch unterschiedliche Preiskonditionen, sei es aufgrund einer anderen Währung oder höherer Verkaufspreise. Das Beispiel in diesem Tutorial bezieht sich auf den Verkauf von Personenkraftwagen in verschiedenen Ländern. Mit Hilfe hierarchischer Preistabellen soll zwischen den Währungen Euro und britische Pfund unterschieden werden. Um nicht für jedes Land alle Preise einzeln zu pflegen, nutzen Sie hierarchische Preistabellen. Dazu definieren Sie 3 Preistabellen, die mittels Vererbung miteinander verknüpft sind. In der übergeordneten Preistabelle legen Sie alle Verkaufspreise fest. Die untergeordneten Preistabellen erben alle Preise der übergeordneten Preistabelle. Um nun alle Preise an das gewünschte Land anzupassen, ändern Sie den Umrechnungsfaktor und knüpfen das Land des Kunden als Bedingung an die Preistabelle. Außerdem können Sie für jede untergeordnete Preistabelle eine Währung festlegen. Der Standardfaktor, in diesem Fall der Umrechnungsfaktor, passt alle Preise der untergeordneten Preistabelle automatisch an. Wenn die Landesbedingung erfüllt ist, wird die jeweilige Preistabelle aktiviert. Bei verschiedenen Währungen können Sie in der untergeordneten Preistabelle die Währung ändern. Mein Arbeitsbereich gliedert sich in mehrere Projekte: allgemeingültige Elemente, Geländewagen und Sportwagen. In diesem Tutorial beschäftigen wir uns hauptsächlich mit dem Projekt allgemeingültige Elemente. Wie Sie hier sehen, habe ich bereits einige Vorbereitungen getroffen, die zur Erstellung hierarchischer Preistabellen vorgenommen werden müssen. Ich habe eine Angebotsparameter-Zuordnung und den Angebotsparameter Land erstellt. Der Angebotsparameter Land ist vom Typ Text und befindet sich in der Merkmalsstruktur. Ich habe außerdem das Bedingungselement erstellt und folgende Regel modelliert. Ich habe das Bedingungselement mit Hilfe des Operators entspricht mit dem Angebotsparameter Land verbunden. Diesen habe ich wiederum mit Hilfe des Operators gleich mit einer Konstante verbunden. Der Konstanten habe ich die Einheit Text und den Wert Großbritannien zugeordnet. Dazu aber später mehr. Als nächstes habe ich die Preisart Verkaufspreis erstellt. Des Weiteren habe ich die Preistabelle Basis erstellt. Diese Preistabelle ist unsere übergeordnete Preistabelle. Sie soll später als Basis für weitere untergeordnete Preistabellen dienen. Der Preistabelle habe ich die Währung Euro zugeordnet. Außerdem habe ich im Bereich Preisarten die Preisart Verkaufspreis aktiviert und die Produkte aus den anderen beiden Projekten Geländewagen und Sportwagen im Bereich Produkte aktiviert. Den Elementen der Produkte habe ich im Register Preistabelle Verkaufspreise zugeordnet. Wir erstellen die Preistabelle Großbritannien. Die Preistabelle ist der Preistabelle Basis untergeordnet. Wir erstellen die Preistabelle Großbritannien, um zwischen der Währung und dem Verkaufspreis zu unterscheiden. Ein Rechtsklick auf den Ordner Preistabelle in der Sicht Navigator öffnet das Kontextmenü. Um eine neue Preistabelle zu erstellen, klicken wir unter Neu auf den Eintrag Preistabelle. Im Textfeld Dateinamen geben wir den Namen Preistabelle Großbritannien ein und bestätigen anschließend mit einem Klick auf Fertigstellen.
Die Preistabelle wird automatisch geöffnet und befindet sich im Ordner Preistabellen. Um der Preistabelle Großbritannien alle Preise der Preistabelle Basis zu vererben, definieren wir sie als übergeordnete Preistabelle. Hierzu öffnen wir die Preistabelle Großbritannien. Anschließend klicken wir im Register Definition im Bereich Allgemeine Eigenschaften auf die Dropdown-Liste Übergeordnete Preistabelle. In der Dropdown-Liste wählen wir die Preistabelle Basis. Nun sind die Bereiche Preisarten und Produkte ausgegraut, da die Preistabelle Großbritannien die Werte von der übergeordneten Preistabelle Basis erbt. Jetzt wechseln wir in das Register Preistabelle. Wir markieren alle Preise. Anschließend wählen wir im Bereich Preiseinstellungen aus der Dropdown-Liste Modus die Option aus übergeordneter Preistabelle erben. Wir bestätigen unsere Eingabe mit einem Klick auf die Schaltfläche Änderungen übernehmen. Die Preistabelle Großbritannien wurde der Preistabelle Basis untergeordnet. Nun passen wir die untergeordnete Preistabelle Preistabelle Großbritannien an. Zuerst öffnen wir die Preistabelle. Nun klicken wir im Register Definition im Bereich Allgemeine Eigenschaften in das Textfeld Standardfaktor. Wir geben den Wert 0,9 ein. Außerdem wählen wir in der Dropdown-Liste die Währung britische Pfund. Als nächstes müssen wir sicherstellen, dass bei der Eingabe von Großbritannien im Angebotsparameter Land in M-Sales die richtige Preistabelle greift. Hierzu ziehen wir das vorher angelegte Bedingungselement Land in die Tabelle Preistabellenbedingungen. Wir hätten hier anstatt eines Angebotsparameters auch eine beliebige Ausprägung als Preistabellenbedingung festlegen können. Nun testen wir das Verhalten in M-Sales. Vorher speichern wir unseren Fortschritt in M-Model und klicken auf das Alle speichern-Icon. Jetzt laden wir unseren Arbeitsbereich hoch. Wir fügen unserer Angebotsübersicht ein beliebiges Fahrzeug hinzu. Aktuell werden uns alle Produktkomponenten in der Währung Euro angezeigt. Wir wechseln in das Register Angebot. Im Bereich Angebotsdaten befindet sich unser zuvor modelliertes Angebotsparameter Land. Wir geben Großbritannien in das Textfeld ein und bestätigen, indem wir mit der Maus außerhalb des Textfeldes klicken. Als nächstes aktualisieren wir unser Angebot. Das Hinweisfenster mit der Aktualisierungsinformation können wir schließen. Nun wechseln wir wieder in das Register Konfiguration. Alle Preise haben sich dank der hierarchischen Preistabellen angepasst. Alle Ausprägungen werden nun nicht mehr in Euro, sondern im britischen Pfund angezeigt. Im Regelfall erhält M-Sales Daten wie das Herkunftsland der Kundenanfrage durch ein implementiertes CRM-System. In unserem Beispiel bezieht M-Sales diese Information jedoch von einem manuell eingetragenen Angebotsparameter. Fassen wir zusammen, was wir in diesem Tutorial gelernt haben. Wir haben hierarchische Preistabellen erstellt, indem wir zwei Preistabellen jeweils eine gemeinsame Preistabelle übergeordnet haben. Mithilfe des Standardfaktors konnten wir in der untergeordneten Preistabelle mit einem Klick alle vererbten Preise ändern. Außerdem konnten wir ohne viel Aufwand zwischen verschiedenen Währungen unterscheiden und für Großbritannien die korrekte Währung anzeigen. In unserem Beispiel haben wir uns auf die Verwendung von zwei Preistabellen beschränkt. In der Praxis kann einer übergeordneten Preistabelle natürlich mehr als nur eine Preistabelle untergeordnet werden. Auch kann die Vererbungshierarchie beliebig tief sein.
Das bedeutet, dass eine untergeordnete Preistabelle ihre Werte an eine weitere untergeordnete Preistabelle vererbt. Wir sind somit am Ende unseres Tutorials angelangt. Weitere nützliche Informationen finden Sie in unserem Hilfeportal unter hilfe.cas-merlin.de. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Ausprobieren dieses praktischen Features. Bis zum nächsten Tutorial.